Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien-Korrektur jetzt zu Ende. Disclaimer. Goldaktien-Korrektur jetzt zu Ende. Beim GDXJ ist der Backtest gebrochen, aber die Wochenkerze schließt über der mittleren braunen fallenden Trendlinie der Monsterbullenflagge, die sich seit August 2020 ausgebildet hat. Trotz Rückgang war die Wochenkerze und damit der GDXJ-Index nach Handelsschluss wieder im Plus. Ja, was wir aktuell gesehen haben, sind äußerst brutale Angriffe. Nochmal, die das Vertrauen der Goldaktienanleger völlig erodieren sollen. Aber wir wissen, wir dürfen nicht aufsteigen. Wenn wir eine Verzehnfachung des Depots wollen, müssen wir auch 50% teilweise Kursrückgänge hinnehmen. Das ist einfach so. Und natürlich bereitet das diese Monsterdruckung Anstieg vor. Das ist ganz ähnlich. Der David Erfle sagt das auch in seinem Video, das ich unten verlinken werde. Das ist ganz große Ähnlichkeit mit Ende 2015, Anfang 2016. Da wurde richtig unglaublich nochmal diese Aktienkurse nochmal vernichtet. Und danach gab es dann bis August 2016 eine Rallye. Ähnliches müssen wir auch erwarten. Aber dazu ist es notwendig, dass man sich hier nicht rausschmeißen lässt. Ja, was macht man? Also man versucht, gute Aktien mit Superlativen zu kaufen. Also beispielsweise hier handelt es sich um Gold-Projektgenerator, der in Australien operiert mit hohem Risiko. Also idealerweise investiert man in Goldaktien, die irgendwo ein Superlativ oder ein besonderes Highlight haben. Und das ist beispielsweise hier riesiges Explorationsgebiet in der Nähe der Hochgradproduzenten Fosterville. Das lockt natürlich immer Investoren an. Die haben 5000 Quadratkilometer. Gut, das ist Australien, aber trotzdem riesiges Gebiet. Und generell haben sie noch 32, in dem Gebiet soll es laut einer staatlichen Untersuchung noch 32 Millionen Unzen Gold in diesem Murray-Becken lokalisiert werden. Generell ist das ganze Gebiet auch wenig erforschtes Goldgebiet. Und in der Vergangenheit, besonders auch im 19. Jahrhundert und darüber hinaus, wurden 60 Millionen Unzen allein in der South Bendigo-Zone gefördert. Also das Ganze liegt hier im Bundesstaat Victoria. Ja, also das primäre Gebiet ist das Pyramid Hill Goldprojekt in Victoria, wie ich bereits gesagt habe, 5000 Quadratmeter, vorwiegend in der Region Bendigo und Victoria, nördlich des hochgradigen historischen Goldfahrers Bendigo mit mehr als 22 Millionen Unzen und der Goldmine Fosterville mit etwa 9 Millionen Unzen, die sich im Besitz von Agnico Eagle befindet, eine der höchstgradig produzierenden Goldminen der Welt. In der Bendigo-Zone in Victoria wurden mehr als 60 Millionen hochgradiges Gold gefördert. Die Region wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts, in dieser Region wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts abgebaut, erregt aber jetzt wieder Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, vor allem aufgrund der neuen hochgradigen Entdeckung von Agnico Eagle bei Fosterville. Die Initiative Gold Undercover der viktorianischen Regierung in den Jahren 2006 bis 2009 schätzte ein Potenzial von noch 32 Millionen Unzen an unentdecktem Gold unter dem Murray-Becken in der Bendigo-Zone. Der überwiegende Teil ist jetzt nach wie vor kaum erkundigt. Der Großteil dieses Murray-Beckens gehört eben diesem Unternehmen. Insgesamt haben sie 4 großflächige vorrangige Schürfstellen definiert und dort wurden teilweise Proben bis 32 Gramm pro Tonne Gold erfunden. Die haben 40 Millionen Marktkapitalisierung.
Die Aktie hat früher schon das Interesse der Investoren gefunden, aufgrund dieser Superlativen und auch aufgrund der Nähe der Fosterville. Aber jetzt natürlich im allgemeinen Marktrückgang ist das Kaufinteresse auch abgeflaut. Aber ich denke, die Aktie hat den Boden gefunden und ist im Prinzip ein interessantes Investment. Denke ich mal, kann schnell auf $1 wieder steigen und dann natürlich je nachdem, wohin Gold dann steigt, auf 2300, 2015, ist dann alles von 2, 3, 5 oder sogar 10 in der absoluten Spitze möglich. Weil solche Aktien eben den Superlativ hat, weil die Anleger denken können, das ist eine ähnliche Hochgradmine wie Fosterville und das könnte die Investoren eines Tages dann sehr, sehr kaufbereit machen, was diese Aktie betrifft. Ja, dann haben sie noch 2 weitere Projekte. Das Viking-Projekt in Westaustralien befindet sich 30 Kilometer östlich der regionalen Gemeinde Norseman, Gesamtfläche 307 Quadratkilometer. Viking liegt in der äußerst vielversprechenden Albani-Freser-Provinz, in der sich Weltklasse-Goldminen wie Tropicana befindet, die seit 2013 über 3 Millionen Unzen Gold produziert hat. Bisherige Bohrergebnisse in Viking sind 6 bis 15 Gramm pro Tonne Gold. Da haben sie das Mount Jackson-Projekt in Westafrika, befindet sich 350 Kilometer nördlich von Perth und 110 Kilometer nordwestlich der regionalen Gemeinde Southern Cross. Das Projektgebiet Mount Jackson befindet sich am nördlichen Ende des Southern Cross-Gürtels. Der Southern Cross Greenstone Belt kann auf eine lange Bergbaugeschichte zurückblicken und beherbergt mehrere bedeutende Goldlagerstätten, einschließlich Marble Loch mit mehr als 1,5 Millionen Unzen. Das heißt, die haben überall Gebiete, wo es eine florierende, sehr profitable Goldproduktion gibt. Und das kann natürlich sein, wenn der Goldmarkt irgendwann wieder heiß laufen sollte, dass sich dann alle auf dieses Gebiet stürzen. Und dementsprechend hat diese Aktie dann vermutlich sehr hohes Potenzial. Ja, also wir versuchen ja solche Aktien zu identifizieren und es fasziniert ja der Bullenmarkt von 1976 bis 1980. Da sind dann die Minen teilweise von 5 oder 10 oder 20 Cent, teilweise auf 10, 20, $30 gestiegen. Es gab da viele Fälle, dass man aus $1000 eine Viertelmillion gemacht haben. Das ist natürlich sehr attraktiv, aber passiert natürlich nicht oft. Die letzten Goldaktienanstiege haben ver-10, ver-20-fachung bei Einzelaktien gebracht, aber eben noch nicht diese Dimension. Dazu braucht man einen richtigen Goldbullmarkt. Wenn der vor uns stehen sollte, ist von dieser Tiefe natürlich, ist das theoretisch möglich. Ja, und ich habe, wie gesagt, solche Supergold-Watchlists zusammengearbeitet, versuchen Aktien mit den Superlativen, wie ich sie vorhin genannt habe, zu identifizieren, in der Hoffnung, dass sie dann auch eine super Bewertung bekommen. Das sind natürlich dann oft Hochrisikoaktien oder Gamble-Aktien. Daher muss man mehrere kaufen, da muss sie verteilen und gut performende, dynamische durchaus nachkaufen und so eine optimale Verteilung zu haben und sich dem optimalen Resultat annähern zu können. Ja, nochmal ein paar Worte zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, sie nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, den Potenzialfaktor, wie gesagt, berechnen. Es ist auch eine Exit-Strategie bei, was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist, dieser Gold- und Goldaktienboom. Einlagen von Gold und Silber, ja, Sachwerte, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, die kamen immer in Gold und Silber, wenn man woanders stundenlang anstehen musste. Bevor Sie physisches Gold kaufen, gehen Sie einfach auf Vergleichsportale wie gold.de. Ja, und noch dann weitere nützliche Informationen. Mit welchem Broker können Sie haben, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Gold einlagern, etc. Wenn Sie Fragen zum Report haben, können Sie mich einfach kontaktieren oder auch anrufen. Ich werde Sie auf alle Fälle dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.